Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. In meiner heutigen Episode soll es um Sommerstrick gehen, den ich in den letzten Wochen gestrickt und beendet habe, um weitere Garne mit Jobs und um kommende Cults, die ich heute hier euch nochmal vorstellen möchte, und die langsame Transformation in den Herbststrick. Schön, dass ihr dabei seid. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie euer Sommer war und ob ihr alle schon zurück aus eurem Sommerurlaub oder den Ferien seid. Wenn ja, hoffe ich, ihr seid gut daheim angekommen. Wer noch im Urlaub steckt oder in den Ferien, es sei euch gegönnt. Und alle die, die noch nicht im Urlaub waren, ihr habt noch die schöne Zeit vor euch, sei euch ebenfalls gegönnt. Auf jeden Fall, ich hatte mit meinem Mann 2 Wochen frei und das war auch gut so und die habe ich auch ausgiebig genutzt und alleine und auch mit ihm und mit viel Lesen und Stricken und nichts tun und Dingen tun, auf die ich Lust habe und er Lust hat oder auch nicht. Ähm, Ich denke, das sollte man sich nehmen und die Auszeit haben wir uns gegönnt. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben meinen Schwiegervater besucht, beziehungsweise wir waren in Serbien. Die Jungs waren hier mit ihren Freundinnen, die waren nicht dabei und ja, haben da einige Dinge auch unternommen und waren unter anderem in einer Spinnerei, in einer serbischen. Das fand ich sehr interessant. Waren auf einem Volksfest, was im Sommer dort sehr groß gefeiert wird. Ähm, Wie gesagt, haben Zeit mit meinem Schwiegervater intensiv verbracht und ja, waren viel aus, sind abends ähm, in der Stadt gewesen oder wir haben naheliegend einen Kurort, der auch im Sommer sehr besucht ist und ja, einfach mal Seele baumeln lassen. Was trage ich hier? Das ist das Ankas Summer Blouse, heißt das, glaube ich. Das ist die dickere Variante. Petit Knit, also Kaufanleitung von Petit Knit, ähm, hat diese Anleitung in Fingering Weight und in DK. Ich habe es gestrickt aus der Lana Grossa Divino. Ist ein sehr schönes Garn, ist aber, glaube ich, nicht mehr im Programm. Das hier waren 110 Meter auf 50 Gramm und 75% Baumwolle und 25% Viskose. Überhaupt finde ich, habe ich jetzt gerade im Sommer wieder festgestellt, diese Baumwoll-Viskosen-Mischung, egal von welchem Hersteller, ist sehr ansprechend, weil die Viskose gibt der Baumwolle einen schönen seidigen Fall. Also auch einen Glanz, aber vor allem den seidigen Fall. So wird die Baumwolle nicht ja, so steif und so ungelenk. Und ich finde, das macht das ganze Strickstück viel fließender, was ich persönlich immer präferiere und finde, das gibt dem Ganzen einen edleren, luxuriöseren Touch. Also wie gesagt, Divino von Lana Grossa, das war die Farbnummer 021, ist so ein Limonengelb, mochte ich sehr, kann man bei 40 Grad waschen, ist aber, glaube ich, leider nicht mehr im Programm. Ja, das finde ich immer den Nachteil, dass meistens die Sommergarne oder auch Wintergarne bei den großen Herstellern und vor allem halt bei Lana Grossa so schnell verschwinden. Also wenn die Saison vorbei ist, dann wird das meistens aus dem Programm raus und in der neuen Saison kommt dann schon wieder ein neues Garn. Ja, es ist immer schön, wenn was Neues auch da ist, aber ich fände es schöner, wie würde ich sagen, wenn von dem ganzen Sortiment immer nur ein Drittel neu werden würde oder neu wechselt. Ich finde es immer sehr, ja, sehr schade, wenn von dem bestehenden Garn dann nur ein Drittel bleibt. Also wenn es andersrum ist. Ist ja nicht so, dass immer alles in der neuen Saison
verschwunden ist, manches bleibt. Aber oft ist es so, dass dann der Großteil der Garne ausgetauscht wird durch neue Garne. Und ist ja auch gut so, soll ja auch dem Trend und der Mode entsprechen. Aber ich fände einfach die Rate, in welcher Menge Sommer- oder Wintergarn ausgetauscht wird, umgekehrt besser. Also lieber wäre mir nur ein Drittel neu und zwei Drittel bleibt bestehen, statt wie ich gefühlt denke, dass es zwei Drittel sind, die neu kommen und ein Drittel bestehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Lana Grossa, wie gesagt, ich bin zufrieden. Das Einzige, was man bei dem Garn hat, ich stehe mal kurz auf, da sieht man das. Aber falls ihr draußen ein Kind weinen hört, ich habe das Fenster auf. Also unser Nachbarskind meckert gerade. Ähm, Das Strickbild ist leider nicht, also da könnt ihr euch anstrengen, wie ihr wollt. Das ist nicht so gleichmäßig. Das sieht man auch oben an dem Rippenmuster. Also es ist nicht so, dass ich nicht stricken kann. Aber es ist mit diesem Garn, ich zeige es mal aus der Nähe. Na, fokussier mal. So. Das ist kein rundes Garn, das ist ein plattes Garn. Das ist fast ein Bändchengarn, aber auch nur fast. Und durch diese Kante würde ich behaupten, ergibt sich dann dieses etwas unregelmäßige Strickbild. Aber insgesamt finde ich das gar nicht so schlimm. Ich finde, das sieht halt so, das hat so ein bisschen einen Leinentouch. Also Leinenoptik finde ich. Den Touch hat es eher seidig. Ja, also im Sommer, finde ich, muss es nicht immer mit Bügelnaht sein. Ja. Ja, was habe ich dann noch angeschlagen? Wie ihr in der letzten Folge gehört habt, waren mein Mann und ich, haben wir uns ein bisschen mehr wie 2 Wochen Urlaub gegönnt. Wir sind nach Serbien gefahren. Ich darf dann meistens nebendran bei der Fahrt sitzen und stricken oder lesen. Die meiste Zeit stricke ich, wenn ich was sehen kann. Wenn nicht, dann höre ich Hörbuch. Ich unterhalte mich auch ab und zu mit meinem Mann, aber meistens schimpft er vor sich hin, wenn er Auto fährt und ich lasse ihn meckern. Er möchte das so. Ähm, Er ist ein ganz schlechter Beifahrer. Er langweilt sich nebendran. Und so haben wir beide unseren Spaß. Heißt, ich habe während der Fahrt gedacht, was stricke ich an, wo ich mich jetzt nicht schwer konzentrieren muss und wo mir einfach von der Hand geht. Und dann ist mir das Tulipan-Tee nochmal in den Sinn gekommen. Ihr habt es ja schon gesehen. Die erste Version habe ich gestrickt aus dem Morning Salutation von Kremke. Ein ganz tolles Garn, ebenfalls Baumwoll-Viskose-Mischung, also auch so wie das Divino von Lana Grossa. Und das ist für mich eine neue Entdeckung diesen Sommer gewesen. Und es bleibt noch im Programm. Ich habe extra gefragt bei Kremke und habe mir gleich eine neue Farbe bestellt. Darüber reden wir aber in der nächsten Folge. Und ja, habe dann gedacht, okay, das Tulipan-Tee hat mir sehr gut gefallen. Die Kinder, also sprich mein Sohn David und seine Freundin Lilly, waren vor unserem Urlaub auf dem Städtetrip Mailand und Florenz und haben mir aus Florenz ein Baumwollgarn mitgebracht, und zwar in dieser Farbe. Ähm, Die beiden kennen meinen Farbgeschmack beziehungsweise haben sich diese tolle Farbe ausgesucht, dachten, die würde gut im Sommer für mich mir stehen und zu mir passen. Ich trage im Sommer gerne schwarz und weiß, bevorzugt Leinen. Und ich finde, dazu sieht es gut aus. Ich finde auch ein Beige-Ton würde gut aussehen. Und das ist jetzt hundertprozentige Baumwolle. Den Garnnamen weiß ich nicht mehr. Ich blende euch hier aber das Garn ein und den Namen auch dazu. Die Baumwolle hat sich super verstricken lassen. DK-Stärke, italienische Marke, 100% Baumwolle. Es hat aber eine steifere Haptik als wie die Kremke Morning Salutation, weil da einfach das Viskose drin ist und man merkt den Unterschied. Also das fühlt sich schon trockener an, obwohl es weich ist, wie das andere Garn von Kremke. Ja, 6 Knäuel habe ich gebraucht.
Habe ich auch bei Kremke gebraucht. Ich möchte meine Shirts nicht so lang, weil ich immer High-Waist trage und, ich das dann doof finde, wenn dann noch so viel Stoff über der Hose ist. Und, gestrickt war es auch schnell. Baumwolle, war dann recht unkompliziert, auch bei heißen Temperaturen. Ja, weil mitunter war es in Serbien, 40 Grad, 3 Monate nicht geregnet. Tagsüber waren wir viel auch im Innenraum, bei den Spitzentemperaturen mit Klima und sind dann halt eben entweder frühmorgens oder dann halt eben spät nachmittags erst raus, wo es dann immer noch 30 Grad plus hatte. Also, da war ich um, die Baumwolle froh, weil die konnte ich gut stricken. Ich hatte noch andere Projekte dabei, die mit Merino-Wolle waren. Das ging eher schlecht. Ja, so viel zum Tulipan Tea. Kaufanleitung auf Ravelry über Lenit oder Lene Holm Samsø. Vor meinem Urlaub habe ich mich auch noch mit meiner Freundin Lilly getroffen. Ja, meine Freundin heißt auch so. Und sie war mit mir, beziehungsweise sie ist nachgekommen in Kassel auf dem Wollfest. Und vielleicht habe ich sie da ein bisschen angesteckt. Auf jeden Fall haben wir uns vor meinem Urlaub nochmal getroffen und haben dann über das kommende Wollfest in Worms gesprochen. Das ist ein kleineres Wollfest, glaube ich, war ich noch nie. Ob wir das besuchen, wahrscheinlich werden wir da Samstagvormittags hinfahren. Ich sage es nicht mit Sicherheit, aber sehr wahrscheinlich. Und auf jeden Fall, wie wir uns getroffen haben, hat sie mir dann diese Tasche in die Hand gedrückt, beziehungsweise so rum. Und die ist so wunderschön. Diese Tasche hat sie selbst gehäkelt aus Papiergarn und hat sie innen auch noch mit Stoff ausgekleidet und oben auch mit der Hand, also alles andere mit der Maschine genäht, aber oben mit der Hand festgenäht und hat die zwei Griffe hier dran gemacht. Hier auch nochmal so ein Metallanhänger mit Handmade, fand ich total süß. Und zwar, da habe ich sie gefragt, wo sie die Anleitung her hat. Und sie hat mal wieder ein YouTube-Tutorial. Ich glaube, diesmal war es eine türkische Strickerin, Häklerin. Auf jeden Fall hat sie nach diesem Tutorial für mich und für sich diese Handtaschen gehäkelt, beziehungsweise Projekttaschen. Fand ich total süß. Und sie hat gemeint, ja, du fährst in Urlaub, ich glaube, du brauchst das. Sage ich dann nein? Nein. Also ich war total froh und happy und verlinke euch hier unten das Video, nachdem sie das gearbeitet hat. Und sie hat Garn benutzt, das sie bei Temu bestellt hat. Also ich habe kein Problem, Temu hier zu nennen. Bleibt ja jedem überlassen, wo er seine Sachen kauft. Ich finde Temu genauso gut oder schlecht wie Amazon. Ähm, ja, zu Amazon habe ich auch schon einiges gesagt. Kann auch jeder bestellen, wie er mag. Ich persönlich präferiere vor Ort zu bestellen und zu kaufen, sei es Bücher oder halt eben Wolle und genauso beim Shop meines Vertrauens. Wenn das nicht geht, dann werden halt eben Shops wie Amazon oder Temu auch bespaßt und wird bestellt. Also auf jeden Fall hat sie das Papiergarn da bestellt. Ihr habt das natürlich aber auch von anderen Herstellern. Ich glaube, Rico Design hat welches. Ich meine, auch Kremke hat welches. Nagelt mich nicht fest. Ich habe das noch nicht benutzt und damit nicht gearbeitet. Aber ja, es kommt was Wunderbares dabei raus. Bin ich sehr froh und an dieser Stelle Dankeschön, Lilly. Und bevor ich jetzt hier weiter erzähle, möchte ich erst einmal die Gewinner vom Gewinnspiel aus der letzten Episode hier bekannt geben. Ich hatte ja einige Preise für Kassel organisiert, beziehungsweise für die Kassel-Interview-Folge. Falls ihr die nicht gesehen habt, ich verlinke euch das hier oben. Ich habe Interviews, also ich habe zwei Kassel-Videos. Das erste ist einfach ein Vlog, da nehme ich euch ein bisschen mit, wie es denn auf dem Wollfestival da so ist und wen man denn so alles trifft und was da so passiert.
Aber im zweiten Video habe ich speziell mit verschiedenen Ausstellern, Handfärbern, mit der Organisatorin Katja Stein Interviews gemacht und habe für dieses Video ähm, Glück gehabt, dass ich einige Preise wieder an euch verlosen darf. Ja, die liebe Katja hat mir dankenswerterweise von ihrem Merchandise, Kassel Merchandise, diese 5 Armbänder, Maßbänder zugeschickt. Die Gewinner blende ich jetzt hier nacheinander ein. Ich nehme mal jetzt eins stellvertretend. Ihr könnt an diesen Ring, also da ist einmal Hashtag Wollfestival Kassel 2025 drauf. Hiermit könnt ihr, denke ich mal, eure Wollfäden abschneiden. Ihr habt hier ein Maßband, mit dem ihr unterwegs eure Maschenproben messen könnt, was ich total gut finde. Also ihr habt hier 15 Zentimeter und könnt dann noch ein paar Maschenmarkierer an diesen Ring, der sich öffnen lässt, anbringen und das könnt ihr dann immer mitnehmen und seid eigentlich startklar. Also 5 Leute gewinnen diese Maßbänder, die ich jetzt einfach frei ziehen werde. Also wer welche Farbe kriegt, lasst euch überraschen. Ich blende jetzt hier oben nacheinander 5 Namen ein. Die habe ich mit dem YouTube Comment Picker gezogen. Und an euch 5 herzlichen Glückwunsch. Bitte schreibt mir an meine E-Mail, was ihr gewonnen habt, also wie euer YouTube-Name ist und eure Anschrift und dann kriegt ihr das die Tage zugeschickt. Also herzlichen Glückwunsch und danke an Katja, dass sie das zur Verfügung gestellt hat. Ein weiterer Preis oder 2 weitere Preise wurden mir zur Verfügung gestellt und zwar von dem Shop Bibis Dream Yarns. Und da ist einmal dieses Sockset mit einem Mini. Das ist klassisch 75% Schurwolle und 25% Polyamid. Ich verlinke euch den Shop bei der lieben Bianca, also von der Shopbetreiberin von Bibis Dream Yarns, habt ihr mit Nana 15 auf jeden Fall 15% Rabatt auf ihren Shop. Ich verlinke euch den Code hier unten und den Shop in der Infobox und die Gewinnerin von oder den Gewinner von diesem Sockset blende ich jetzt ebenfalls hier ein. Und als zweiten Preis hat sie diese tollen Maschenmarkierer, also ein Set, ebenfalls mir zur Verfügung gestellt für euch. Und da blende ich jetzt die Gewinnerin ein. Also ganz toll, ganz edel, findet ihr bei ihr im Shop. Da gibt es, wie gesagt, nicht nur Wolle. Ansonsten lasst gerne bei der lieben Bianca Liebe da. Ich unterstütze gerne kleine Shops oder überhaupt, wen ich kann. Das mache ich ja schon von Anfang an. Also deswegen vielen Dank, liebe Bianca, fürs zur Verfügung stellen. Und ihr findet ihren Shop auf Etsy. Und sie hat ganz viele tolle Farben neue gefärbt, habe ich gesehen. Wir sind auch auf TikTok zusammen verlinkt und da kann ich das dann immer zeitnah sehen. Also es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. An dieser Stelle muss ich jetzt aus der Zukunft hier in dieses Video reingrätschen, denn in meiner Originalaufnahme wurde nicht alles aufgezeichnet. Deswegen hole ich das jetzt hier nach. Last but not least gibt es noch einen weiteren Preis, den ich hier an eine glückliche Gewinnerin verlosen möchte. Und zwar ist es ein 100 € Einkaufsgutschein auf dem Portal lieblingsgarn.de. Ich blende euch hier jetzt ein kurzes Bildschirmvideo ein. Und zwar habt ihr auf dem Online-Portal verschiedene Produkte zu finden, die da wären Strickgarne, Strickzubehör, Anleitungen, Magazine, alles was das Herz begehrt von der Firma Langjahns, Lana Grosser, Schachenmeier, Sandnes Garn, Knitpro. Also ihr findet da diverse Produkte und Firmen und könnt sogar Anleitungen bei denen direkt auf dem Portal kaufen und downloaden, zum Beispiel von der lieben Inga von Appelwanne oder Kerstin Ritter oder
Petit Knit und seit Neuestem weiß ich auch, dass es auch Maries Anleitungen Mabel Knitting ebenfalls auf das Portal von lieblingsgarn.de geschafft haben. Also schaut gern vorbei. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei der Firma ganz recht herzlich, dass sie mir auf meinem Kanal das gestattet, so einen tollen Preis an euch weiterzugeben. Genauso wie ich mich nochmal auch bei den anderen bedanken will, denn es ist nicht selbstverständlich, das sehe ich auch so. Und falls ihr dieses Mal nicht gewonnen habt, dann bleibt doch gerne dran oder lasst mir auch gerne ein Abo da, damit ihr nichts verpasst, auch gerne mit Glöckchen. Denn wie die eine oder andere schon bemerkt hat, ich bemühe mich sehr, immer wieder Produkte zu erfragen oder halt eben, wenn sich welche bei mir hier ansammeln, an euch über Gewinnspiele weiterzugeben. Also nochmal vielen Dank an alle Firmen, an alle Beteiligten, die gespendet haben und viel Spaß denen und Freude, die gewonnen haben. Meldet euch bitte per E-Mail bei mir. Die E-Mail-Adresse blende ich euch jetzt hier ein und für alle die, die nicht gewonnen haben, viel Glück beim nächsten Mal. Und noch ein weiteres möchte ich noch hier hinzufügen, und zwar die Pre-Order für den Adventskalender bei der lieben Steffi von Zauberkunstgarne ist noch bis zum 31.08. möglich. Steffi bietet auf ihrem Shop verschiedene Adventskalender-Varianten an, deswegen schaut gerne bei ihr vorbei. Auf jeden Fall bekommt ihr für die Tuchvariante eine Anleitung von mir geschrieben, die dann beim Kauf mit dabei sein wird. Und da freue ich mich. Hoffe auch, ihr werdet viel Spaß damit haben. Die Farben der Garne sind auf jeden Fall für das breite Publikum sehr ansprechend und gut, mit vielen Farben tragbar. So viel darf ich schon mal sagen. Und ich freue mich auch, dass ich diese Anleitung schreiben darf. Ja. Also schaut gern bei der Steffi nochmal vorbei. 31.08. ist der Stichtag für den Adventskalender. Zum Thema Werbung möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz was einfügen. Und zwar, wenn ich etwas umsonst kriege, beziehungsweise das gilt ja auch für die anderen Podcaster, dann erwähne ich das immer explizit dazu. Oder wenn ich eine Kooperation mit jemandem habe, dann bedeutet das meistens, dass wir Produkte zu günstigerem Preis zum Testen einkaufen können oder halt eben neue Produkte auch kostenfrei zugesendet bekommen oder Rezensionsexemplare, zum Beispiel Bücher. Ja, aber ansonsten bekomme ich von keiner dieser Firmen irgendwie einen Betrag X überwiesen, der für die Werbung sein soll. Also wenn ich meine, dass das Produkt zu mir passt, dann besprechen wir, was genau die Firma sich vorgestellt hat. Und ich sage dann, ob ich damit fein bin oder nicht oder was ich mir dazu vorstelle. Und dann ist gut. Und dann sage ich meine ehrliche Meinung dazu. Das gehört dazu. Also ich muss dann jetzt nicht irgendwie einen vorgefertigten Text runterrasseln, den mir da jemand vorgibt, aber ich entscheide halt eben, was zu meinem Kanal hier und vor allem zu meinem Hobby und zu mir persönlich passt. Ich habe schon gehört, das ein oder andere Mal wurde mal lauter oder mal leiser geschimpft darüber, nicht nur bei mir, sondern bei uns allen. Aber seht uns doch nach, so ein Kanal kann doch keine Vielfalt zeigen, wenn denn alles aus der eigenen Tasche finanziert werden soll. Und deswegen komme ich jetzt auch auf dieses Thema, denn die Werbeeinnahmen, die man von YouTube dann je nach Aufruf überwiesen bekommt, ist ein Kleinbetrag, das habe ich jetzt auch schon erwähnt. Das reicht dann vielleicht für eine Tankfüllung oder ähm, halt für eine diverse Wollbestellung. In meinem Fall jetzt hier hat David, während ich im Urlaub war, das könnt ihr jetzt noch nicht sehen, hier eine Überkopf-Konstruktion gebaut, damit mit diversem Monitor und Kameraarm und Schlag mich tot, damit die von euch gewünschten Tutorials in Zukunft von mir abgedreht werden können. Also damit ihr einfach wirklich sehen könnt, was denn meine Hände stricken. Den Schreibtisch hier dazu, den hatte ich ja von der Firma Flexispot zur Verfügung gestellt bekommen. Da hatten wir das dann schon im Kopf,
dass das eine mit dem anderen geht. Und diese Konstellation, die haben wir eben über die YouTube-Einnahmen der letzten Monate finanziert, denn sowas kostet locker weg 300 € und mehr. Ja, also die, die Wünsche versucht man ja, oder die Follower-Fragen und Wünsche versuchen wir schon umzusetzen und auch die anderen Kanalbetreiber machen das ja genauso. Aber das alles muss ja irgendwie finanziert werden, das wollte ich sagen. Auch wenn man so ein Wollfest besucht wie Kassel, das kostet ja auch Fahrt, Hotel, Verpflegung, dort die Zeit, die ich für die Videoaufnahmen verbracht habe, auch die Kontakte zu knüpfen vorab und so weiter. Das waren 80% meiner Zeit sind da weggegangen und 20% war Freizeit. Das heißt also, während der normale Besucher 2 Tage gechillt, Gespräche genossen hat und so weiter, habe ich ja 80% sozusagen gearbeitet, um die Videos zustande zu bringen, beziehungsweise dann noch nachbearbeitet und geschnitten mit David, damit ihr die sehen könnt. Also alles das ist ja ein Aufwand, den man betreibt und das ist ja auch alles mit Zeit und Kosten verbunden. Ja, das wollte ich jetzt einfach hier nochmal transparent sagen, damit ihr vielleicht auch ein bisschen ähm, sensibler oder wie soll ich sagen, softer darauf reagiert, wenn hier und da eine Werbung erscheint, nicht nur bei mir, sondern halt eben auch bei den anderen, die ihr vielleicht jetzt nicht so ähm, prickelnd findet, also so interessant findet, dann spult doch einfach vor. Also Buchrezension ist ja auch Werbung oder gestellte Wolle oder eine neue Qualität ist ja alles Werbung. Das eine interessiert einen aber vielleicht mehr und das andere weniger. Dann ist es so, was euch genau interessiert, können wir ja vorab nicht immer ausmachen, beziehungsweise wir zeigen euch ja, was uns interessiert hat. Ja, und die ein oder andere findet das genauso interessant und manche halt eben nicht. Und das ist auch in Ordnung. Wir haben alle verschiedene Geschmäcker und das wollte ich jetzt einfach nur hier an dieser Stelle nochmal einfügen. Aber insgesamt hat mich jetzt niemand angegriffen oder so. Also das ist jetzt nicht der Grund. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man denn ab und an transparent ist und ehrlich ist und dann einfach sagt, ähm, welchen Aufwand das immer macht, damit eben eine gewisse Vielfalt gezeigt wird. Bevor ich zu den Garnen mit Jobs überwechsel, möchte ich hier drüber reden. Das ist ein Teststrick gewesen, den ich für Knitting for Breakfast gemacht habe. Und zwar ist das der Bouquet-Sweater. Wie ihr seht, Kurzarm. Einige der Teststricke haben auch Langarm gestrickt. Aus dem Kopf weiß ich jetzt gar nicht genau, ob das sogar in der Anleitung als Option aufgeführt war. Auf jeden Fall hatte ich mich für dieses Colorwork beworben und habe mich bewusst für diese Farben entschieden. Das verwendete Garn hier in meinem Beispiel ist die Holst Coast und zwar in der Farbe Dove. Dann haben wir hier das Gelb, das ist Solar. Und dann haben wir hier dieses Petrol und zu guter Letzt, wie heißt das? Spearmint. Das ist die Holst Coast, das ist Baumwoll-Wollmischung. Ich kaufe Holst, wenn es geht, immer auf Kronen, direkt in Dänemark. Holst kommt aus Dänemark und auf deren Webseite habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, die Garne auch auf Kronen zu kaufen, was günstiger kommt. Und die haben auch meistens Sales, also gerade jetzt so Black Friday oder so, da reduzieren die dann oder wenn halt bestimmte Farben bei Saisonwechsel ähm, rausgehauen werden, dann lohnt sich das auch immer wieder. Also so oder so ist es direkt zu kaufen immer günstiger als wie über den deutschen Shop. Ich habe hier im Teststrick das Garn einfädig verstrickt. Das wollte ich so. Ich wollte, dass das luftig, leicht und dünn ist. Und ja,
Ich blende euch mal hier ein Tragevideo ein. Da habe ich schon das Shirt geblockt gehabt, genau. Ähm, Was gibt es zu sagen? Da oben ist ein Lace-Muster eingearbeitet, hier auch. Ich habe die Farben so gewählt, dass in meinem Kopf hatte ich irgendwie so einen ausgeblichenen Teppich, wo man das Muster so erahnen kann, aber nicht genau ausmachen kann. Und das wollte ich bei dem Shirt. Denn wenn ihr die Farben anders wählt, das könnt ihr auf Ravelry bei den Projekten sehen, dann kommen diese Blüten viel deutlicher raus. Das war aber von mir extra ähm, so erdacht, also sprich, dieses Gelb, dass das in dem Pfefferminz oder in diesem Türkis ähm, nur subtil zu sehen ist, das war so gewünscht. Ja, jetzt fehlt mir hier unten noch ein Stück. Da gehört eigentlich noch mal so ein Blüten-Colorwork dran und dann das Bündchen. Der Teststrick ist jetzt zum Ende August beendet. Dann findet ihr die Anleitung auf Ravelry kostenpflichtig zum Kaufen. Ich werde wahrscheinlich das jetzt bis dahin nicht mehr schaffen, also das Bündchen und das Colorwork. Deswegen, ich schaue mal die nächste Woche oder so, ob ich das dann beenden kann und überlege, ob ich das Colorwork noch dran mache oder nicht. Da bin ich mir noch nicht drüber im Klaren. Während dem Teststrick möchte ich das jetzt nicht fortführen, weil das nicht korrekt ist, dass man im Teststrick die Anleitungen verändert. Ähm, Als Teststricker habe ich mich an Anleitungen zu halten und deswegen, ich habe das im Urlaub gestrickt und unterwegs dann nicht mehr, weil ich es blocken wollte, um zu sehen, wie lang es denn ausfällt. Aber ich schaffe jetzt nicht in 3 Tagen dieses Colorwork. Das weiß ich. Also ich glaube am Freitag oder am Samstag. Ich weiß nicht, wann dieses Video jetzt hochgeladen wird. Ich glaube auch um den Dreh rum. Aber auf jeden Fall, da sollte das Shirt schon fertig sein und das schaffe ich jetzt einfach nicht. Also in dem Fall, das ist mein beendeter Teststrick und dann werde ich selbst danach entscheiden, setze ich das jetzt noch da dran oder nicht. Aber bisher bin ich ja, mit dem Colorwork, so wie es ist, zufrieden. Wie gesagt, das Tragevideo seht ihr dann und im nächsten Video vielleicht schon dann das fertige Shirt. Da zeige ich es dann nochmal. Und ja, Rundpasse von meiner Seite aus hätte ähm, die Ärmelteilung etwas früher erfolgen können. Aber gut, bei einem Shirt, da finde ich es jetzt nicht so schlimm. Bei einem Pullover, da mag ich es eher nicht. Also wenn es Langarm ist, dass dann eben das so weit unten sitzt, da hätte ich es dann früher abgeteilt. Ich müsste jetzt aber noch mal schauen, wie denn die Maschenprobe hier im Strickstück ist. Also vorher habe ich sie natürlich auch schon gemacht. Da fallen aber die Maschenproben meistens noch mal etwas anders aus als wie direkt aktiv im Strickstück. Also da schaue ich noch mal nach, ob sich da meine Reihen verändert haben und vielleicht deswegen die Rundpasse etwas tiefer ist. Ja, also Bouquets weiter auf, bald auf Ravelry und Designer Knitting for Breakfast. Zum Thema Teststrick noch ein weiterer Teststrick, da hatten wir das letzte Mal schon drüber geredet. Gestrickt habe ich von Kuto Wakika die Seashore Blouse und zwar mit dem Bell Drops Bellgarn in der Farbe 01. Ähm, Da hatte ich euch im letzten Video auch schon einen Fortschritt gezeigt, also den Pullover noch in der Mache. Den habe ich beendet und der befindet sich auch nicht mehr hier bei mir. Ich blende euch jetzt mal hier ein Tragevideo ein, beziehungsweise vorab erstmal ein Bild, wie es an mir angezogen aussieht. Und dann sage ich jetzt erstmal dazu noch was. Ich hatte es schon angesprochen das letzte Mal und jetzt sage ich es auch nochmal. Ich habe die Größe M gestrickt. Laut Veronika Lindberg trägt sie auf ihrem Produktbild die Größe S. Von Größe S zu Größe M gab es aber eine große Diskrepanz in der Raglanlänge. Also bei ihr sitzt der Pullover anders auf dem Bild als wie bei mir. Zufälligerweise hat Marie Mabel Knitting ebenfalls den Pullover-Test gestrickt und sie hatte die gleiche Größe gewählt wie ich und das gleiche Problem. Also wir haben beide
unsere Maschenproben verglichen und die fiel in den Reihen sogar kleiner aus als wie bei Kuto Wakika, was uns zum Vorteil gereicht hat, denn sonst wäre die Raglan-Linie noch viel länger gewesen. Ärgerlich war es deswegen, weil bei Google Docs, da fand der Teststrick statt. Da haben wir beide unsere Bedenken hineingeschrieben, beziehungsweise ich meine auch noch eine andere Teststrickerin. Auf jeden Fall haben wir gesagt, hier bei Größe M fällt die Raglan-Linie viel zu tief und viel zu groß aus. Ähm, Der Schritt von S zu M ist sehr viel größer. Keine Ahnung, ich kann es jetzt aus dem Kopf nicht sagen, wie viel Zentimeter. Und die Rückmeldung aber von Veronika Lindberg kam erst 10 Tage später. Also ich glaube so 3 Tage vor Teststrickende. Da konnten wir natürlich nichts mehr dran ändern, beziehungsweise haben wir einfach beschlossen, dann eben so weiter zu stricken. Und deswegen ist mein und auch Maries Ergebnis so, wie es ist. Für Otto-Normalverbraucher, die sich vielleicht nicht so viel Gedanken drüber machen, beziehungsweise denen das nicht so viel ausmacht, die sagen dann, ja, das ist doch okay, kann man tragen, ist in Ordnung so. Ja, kann sein, also gebe ich euch recht. Ähm, Ich für meinen Part muss sagen, ich habe es ganz gern, beziehungsweise ich finde, wenn ich ein Produktbild sehe, egal von wem, dann hätte ich doch gerne, dass mein Ergebnis nahezu genauso aussieht wie eben auf dem Produktbild. Vor allem habe ich dann nicht gerne sehr viel weitere Ärmel, wenn auf dem Bild ein engerer Ärmel abgebildet ist oder halt eben ein kürzerer Raglan. Das mal Nummer eins. Nummer zwei ist, als Teststricker ist es mir nicht gestattet, auf gut Glück und Denken oder nach eigenem Geschmack die Anleitung zu verändern, sprich so wie ihr eigentlich als Käufer, als Konsument die Möglichkeit habt, sondern ich muss ja eins zu eins der Anleitung folgen, weil ich soll sie ja für euch teststricken, damit ihr später, wenn ihr es kauft, ja seht, ob da beziehungsweise keine Fehler mehr habt, sondern halt eben ähm, das Produkt so, wie es auf dem Bild ist. Ja, deswegen war das ärgerlich, dass sie sich nicht gemeldet hat und wir dann praktisch gezwungen waren, dieser ursprünglichen Anleitung so zu folgen, wie sie da stand. Im Nachhinein hat sie nach diesen 10 Tagen eine Änderung an der Anleitung vorgenommen, die aber nicht mehr testgestrickt wurde. Das heißt also, ich kann euch nicht sagen, ob die Größe M jetzt in der Originalfassung besser ausfällt oder nicht, denn es gibt keinen Teststrick dazu und von meiner Seite wurde diese Veränderung ja schon mal gar nicht getestet, weil wir ja schon fertig waren. So, ähm, geärgert habe ich mich auch, das sage ich jetzt hier ganz klar, dass am Ende die Kommunikation wirklich mau war. Ich habe nicht zum ersten Mal mit Veronika Test gestrickt, für Veronika Test gestrickt. Ich habe schon den Darling Cardigan gestrickt. Ich habe fürs Buch gestrickt, für das zweite. Ich habe danach noch ein, zwei Sachen gestrickt, wobei ich sagen muss, ich weiß jetzt nur nicht, welches Wetter es war. Es ist einer, der nach Weihnachten rauskam. Den habe ich auch testgestrickt und damit hatte ich auch schon Probleme. Ich habe zwei verschiedene Garne genommen, mit beiden den Pullover bis unter die Achseln gestrickt und keines Mal hat es gepasst. Aber ich dachte immer, es liegt an mir. Und da ich aber kein anderes Garn dabei hatte, da war ich auch im Urlaub, habe ich Veronika ehrlicherweise gesagt, mein Teststrick ist somit ins Wasser gefallen. Es tut mir leid, ich habe kein anderes Garn, das passt so nicht. Jetzt im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es unbedingt an meinem Garn lag, weil jetzt hier in diesem Fall die Seashore Blouse ebenfalls nicht so, wie es hätte sein sollen, ausgefallen ist. Ich will jetzt Veronika Lindberg nicht schlecht reden. Ich bin Fangirl schon seit Stunde eins, also sprich, ich folge ihr schon, bevor sie überhaupt Kaufanleitungen gemacht hat. Ich mag ihren Videocontent, ich mag ihre Kreativität, ich mag ihren Mut, den sie hat, ich mag, wie sie die Dinge umsetzt. Aber ich bin halt auch ehrlich, die Anleitung ist nicht so zufriedenstellend. Ähm, Aus den genannten Gründen.
Ansonsten überlege ich jetzt gerade, ne, ihr wisst also Bescheid. Schaut euch die Projekte noch mal an auf, Ravelry. Schaut genau, ähm, wer was wo vielleicht verändert hat und warum. Ähm, Ich finde halt auch, dass, genau, das, Lace-Muster zum Beispiel, an den Armen, ja, wie soll ich sagen, also die Lace-Muster harmonieren nicht miteinander, wenn man ich stricke jetzt schon 40 Jahre, also ich habe schon viel Lace gestrickt. Ich habe auch schon viel Lace gehäkelt und, aber vor allem halt auch gestrickt. Und, 'n gutes Lace-Muster ist genauso wie ein gutes Zopfmuster, wenn es fließt beim Stricken. Also sprich, man merkt das schon, dass man einen Fluss hat. Man ist in einem gewissen Rhythmus drin. Ich habe, mich mit, Mai Simone, ausgetauscht wegen Sari Nordlund und so weiter. Da habe ich's, auch mit ihr davon gehabt. Da habe ich gesagt: „Hier, ein Lace-Muster, 'n schönes oder ein schönes Zopfmuster, das fühlt sich an wie, 'n rhythmisches Lied.“ Man hat im Kopf wirklich immer einen Rhythmus drin, man hat es drin, man es ist logisch, man muss überhaupt nicht drüber nachdenken. Also sprich, natürlich nicht von Reihe 1 an, aber wenn man so ein Stück gestrickt hat, dann denkt man schon nicht mehr über die Logik des Musters nach, sondern man hat das einfach drin. Das ist einfach wie ein Refrain, den man ständig wiederholt. Ähm, und bei diesem war das so, dass das nicht miteinander, gesprochen hat. Also, da waren so 2 3 Dinge drin, da dachte ich: das hätte ich anders gemacht.“ Aber wie gesagt, das ist nur mein persönlicher Geschmack gewesen. Dann, kann ich das nicht, der Veronika Lindberg, ähm, aufzwingen, aber, sprich, ich hätte es anders gemacht und die Muster miteinander fand ich, nicht optimal gewählt. Das eine zieht das Strickstück zusammen und das andere lässt es dann auseinandergehen. Ja, vielleicht hat sie es so gewollt, das weiß ich jetzt nicht, aber ich persönlich fand es halt nicht ideal. Lange Rede, kurzer Sinn ist aber, der Pullover ist zu meiner jüngeren Nichte gewandert. Da blende ich euch jetzt hier ein, Video ein, ein Tragevideo. Sie ist happy damit. Ähm, Sie ist, Anfang 20, Studentin. Sie freut sich über den Pullover, sie trägt ihn gerne. Ähm, Die Ärmelbündchen links und rechts, sind nicht identisch, denn da hat es auch nicht in der Anleitung gestimmt. Da wusste ich nicht genau, was ich jetzt wo verändern soll, und es war dann nicht so offensichtlich, und dann habe ich einfach was vor mich hingewurstelt, weil, wie gesagt, das gedauert hat, bis sie, diese Änderung oder die Anleitung klar, ausgedrückt hat, aber meine Nichte hat es nicht gestört. Somit also, ist der Pullover in guten Händen und die Arbeit war nicht umsonst, und, ich bin froh, meine Nichte ist froh, und, ja, und die Seashore Blouse, findet ihr, wie gesagt, als Kaufanleitung auf Ravelry, und, ja, es bleibt jetzt an euch, ob ihr die Anleitung, euch kaufen wollt, ob ihr diverse Modifikationen selbst machen wollt oder nicht. Zumindest war ich transparent genug. Ich bin mir auch sicher, dass ich nicht mehr für Veronika Test stricken möchte, heißt aber nicht, dass ich nicht ihre Anleitungen weiterhin gut finden werde. Wenn sie mir gefallen, werde ich bestimmt die ein oder andere noch weiter kaufen, aber dann kann ich sie eben selbst modifizieren, was ich im Teststrick nicht kann, und, da bin ich jetzt an meine Grenzen gestoßen. Deswegen für Veronika werde ich das nicht mehr tun, aber, ja, das, mein Resümee zum Teststrick und zur Seashore Blouse. So, und jetzt gehen wir mal über zu den Garnen mit Job. Das erste Garn, was ich euch vorstellen will, ist dieses Pyramid Cotton von Schachenmeier. Das ist die Farbe Nummer 03, nee, 011. Ist ein tolles Cognacbraun, gefällt mir sehr gut. Ebenso auch diese, Farbe, und zwar ist das die 01, das ist weiß. Beide Garne wurden mir von Schachenmeier gestellt, und zwar letztes Jahr. Da wollte ich ein eigenes Design dieses Jahr, rausbringen. Ähm,
Da hat sich dann aber personell bei Schachenmeier einiges verändert, beziehungsweise auch in der Firma wegen Metz und so weiter. Also mehr Info habe ich jetzt auch nicht und deswegen habe ich die Designidee fallen lassen. Aber jetzt kommen wir nochmal zu diesem Garn. Zu diesem Garn brauchte ich dann einen Job und den Job, den dieses Garn bekommen hat, das ist das Pierre-Top. Das Pierre-Top ist von Colibri bei Johanna eine Anleitung, die ähm, Simone von Mai Simone hat das Top schon gestrickt und das finde ich sehr ansprechend und toll. Und ich habe im Urlaub schon mal eine Maschenprobe gemacht. Ähm, so sieht es aus. Bin auch sehr zufrieden damit. Das wird auf jeden Fall der Job dieses Garns. Die eine oder andere Modifikation werde ich auch hier machen müssen, hat auch die Simone schon gemacht. Wir mögen, ähm, ich zeige es mal hier auf dem Bild, wir mögen diesen engen Armausschnitt nicht. Also bei uns muss der schon tiefer sein. Das ist Geschmackssache. Aber dann muss man halt eben einfach gerade weiter stricken und dann eben hier unten diese Abnahmen machen. Ab und an muss man halt eben nach dem eigenen Geschmack halt eben die Anpassungen vornehmen. Also Job Nummer 1 für dieses Garn haben wir schon erledigt. Und da wir das weiße Garn jetzt hier parat haben, dafür habe ich auch schon einen Job gefunden. Und zwar, das ist das Bell Top Light. Das ist eine Anleitung von Marie von Marble Knitting, ganz frisch jetzt im Sommer rausgekommen. Und das möchte ich eben aus diesem Garn stricken. Dann habe ich auch auf dem Rückweg aus dem Urlaub habe ich angefangen, weil es eben so warm war, wieder mit einem Baumwollgarn zu arbeiten und zwar mit der aus dem Lana Grossa Haus Linea Pura Nastrino. Das ist so ein Bändchengarn, ganz feines Bändchengarn. Und zwar ist das genau die gleiche Qualität wie der braune Pullover, den blende ich euch jetzt hier ein, den ich gestrickt habe. Da ist der Knäuel jetzt ein bisschen desolat. Und zwar ist es vorher die Aria gewesen. Da stricke ich auch genau den gleichen äh, Pullover nochmal oder Shirt. Ich werde mehrere Varianten jetzt stricken. Wird ein neues Design. Stricke ich, wie gesagt, jetzt in dieser Farbe jetzt erstmal. Und ja, da bin ich jetzt schon mal bis unter die Ärmel gekommen. Übrigens das kleine, wo ist es denn? Einhorn hier. Das ist von die Glas-Minis. Also da blende ich euch auch mal den Namen hier ein. Die macht ganz süße Glasmaschenmarkierer. Und diese Donuts hier sind von Ankes Wollwerk. Da blende ich euch hier auch den Shop ein. Sie hat auch einen Etsy-Shop. Ja, also da arbeite ich an meinem neuen Design und habe, also das ist dann praktisch der Job dieses Garns und habe dann auch gleich Variante 2 im Kopf. Da habe ich nochmal diese Farbe im Stash. Möchte ich gleich vielleicht nochmal mit Langarm hinterher stricken und gleichzeitig habe ich von der lieben Christiane Lismenitz dieses tolle Garn. Das möchte ich nämlich dann auch nochmal aus diesem Garn stricken. Und zwar ist das die Harissa in der Farbe Eukalyptuswald. Und das ist 60% Schurwolle, 20% Seide und 20% Hanf Fingering. Und das ist so weich und so toll. Also das werde ich jetzt hier nach dem anstricken und schauen, wie das fällt. Wie gesagt, das wird ein Shirt, ein Pullover, wie auch immer man es bezeichnen will, in verschiedenen Längen und Variationen. Wann genau das Design jetzt rauskommt, weiß ich noch nicht, aber ich möchte das in Ruhe jetzt bearbeiten und werde auch mit Christiane nochmal besprechen, wie lange das Garn in ihrem Programm bleibt, ob das jetzt auch über den Winter bleibt oder ob das erst wieder im Frühjahr zu haben ist. Aber ich glaube nicht, das hat sie jetzt, glaube ich, erst neu reingenommen. Christiane ist auch in Backnang vertreten.
Also wer von euch Interesse hat, da könnt ihr auch dieses tolle Garn bestimmt auch im Backnang bei ihr finden. Werde ich noch abklären, sage ich euch in der nächsten Folge. Dann habe ich von dem Garn noch weitere Farben, und zwar ein Rosa und ein Neongelb. Und da habe ich vor, ähm, dieses Top zu stricken. Von dem Top habe ich schon ein schwarzes und ein weißes. Und das ist ein Heft. Das ist Lana Grossa, ein altes Heft, ein Filati-Heft, Nummer 56. Keine Ahnung welches Jahr, sehe ich jetzt nicht. Also, das ist der Job von dem Garn. Das Top ist nämlich ganz toll. Das wird nämlich einmal mit dünner und einmal mit dicker Nadel gestrickt, und dann hat man wie so ein Fallmaschenmuster. Ja. Ja, und bei den nächsten Garnen, die einen Job haben, da gehört auch ein Kall dazu. Der erste Kall, also beide Kalls fangen am 1. September an. Dieser Kall wird sich Nanakall nennen. Beide Kalls werden über Instagram von mir geleitet. Da ist es einfach einfacher. Hashtag Nanakall 2025. Ich blende euch hier unten ein. Wer mitmachen möchte beim ersten, da werden alle meine bisher erschienenen Designs im Kall gestrickt, damit einfach, wenn Fragen da sind, ich die auch beantworten kann. Wir gemeinsam die Designs stricken. Ich einfach sehen kann, ob hier und da vielleicht noch irgendwelche Wünsche offen sind und ja, welche Varianten denn so gestrickt werden. Und ich habe hier ein Füchsleinswetter. Da habe ich einmal diese SMC Select, was ist das? Highland Alpaca Fino. Das sind 250 Gramm auf 250 Meter auf 50 Gramm in so einem Pink. Das Garn gibt es nicht mehr. Mit der Kitzilk von Drops verpaart. Und zwar ist das die Farbnummer 31. Das ist mein fast fertiger Füchsleinswetter. Da blende ich euch nochmal hier das Video ein von meinem Füchsleinswetter Nummer 1. Weiteres Garn mit Job wird verwendet für mein letztes Design, und zwar den Spring Break Cardi. Da blende ich euch jetzt hier auch ein Video ein. Da habe ich die Wolle von der lieben Steffi benutzt, die Big Mohair. Da gibt es jetzt auch die Big Suri. Die findet ihr ebenfalls bei ihr im Shop. Die wurde mir von ihr gestellt. Die fand ich nämlich so klasse. Die habe ich letztes Jahr in Kassel kennengelernt. Und da habe ich jetzt von Langjahns angefangen, den Cardi nochmal zu stricken. Also wie gesagt aus Fabrikwolle. Und bin soweit. Da verstricke ich das dreifädig. Aber ich muss sagen, die Haptik des Materials ist ein anderes. Also die Big Mohair fühlt sich anders an und ist auch von Volumen her ganz anders als wie jetzt dreifädig Mohair. Auch wenn das auch schön ist. Also ich habe hier nochmal einen Rest, aber man sieht ja schon vielleicht auch am Faden, also dreifädig und dieses Mohair einfädig. Es ist anders. Es fühlt sich einfach anders an, aber wir werden sehen, wie dieser Cardigan dann wird. Vor habe ich den zu faden. Also ich habe hier verschiedene Mohair-Garne. Da findet ihr auch bei der Steffi im Shop ebenfalls von Langjahns dieses Mohair. Da findet ihr bei der Steffi im Shop ebenfalls von Langjahns dieses Mohair. Mir wurde das jetzt hier zur Verfügung gestellt. Es sind wie gesagt verschiedene Mohair-Sorten. Das hier habe ich sogar von einer lieben Zuschauerin zugeschickt bekommen. Danke, liebe Jutta. Und die anderen Garne hat mir die Firma Langjahns zur Verfügung gestellt. Und ich muss mal gucken, was ist noch dabei. Sie ist von
Crea Deluxe Mohair dabei und ja, da werde ich mal schauen, wie ich denn diesen Cardigan gefadet kriege. Also einen Plan habe ich noch nicht, aber learning by doing. Also sprich, ich weiß, wie man fadet, aber ich werde mal sehen, was da rauskommt. Das nächste Garn mit Job ist diese Mystery Bag, und zwar von Prue Yarns, hatte ich mir bestellt. Wunsch war ein Grünmix, habe ich auch erhalten. Das sind die Farben, die drin waren, und daraus werde ich meinen Frozen Nature Sweater stricken. Da habe ich auch vor, diese Mohair drüber zu legen. Und zwar haben wir hier einmal Kremke Soul Wool, die Silky Kit, ein tolles Mohair. Dann haben wir Drops Mohair und hier noch eins. Ich glaube, es ist Wool and Forest, das gibt es aber gar nicht mehr bei ihr im Shop. Soviel ich weiß, ist Mohair aus dem Programm raus. Dann habe ich einen weiteren Cull vor, und zwar den Birds of a Feather Cull. Und das ist eine Kaufanleitung von der Andrea Murray, zu finden unter Dreher René Nitz auf Ravelry. Da habe ich schon letztes Jahr im Herbst genau im Backnang-Garn gekauft und einen gestrickt, einen Birds of a Feather. Schuld war die liebe Simone von My Simone und auch die Marie von Mabel Knitting. Die hatten mich angesteckt und dann brauchte ich unbedingt einen. Und jetzt, wo ich ihn habe, merke ich, wie toll sich das eigentlich um den Hals anfühlt, dieses Tuch. Es ist schön groß und deswegen schafft es ein gewisses Volumen, was ich mag. Und gleichzeitig ist es aber kein schweres, erdrückendes Tuch und das gefällt mir sehr. Und da habe ich mir in Kassel dieses Garn dafür ausgesucht. Also den Kall habe ich mit der lieben Steffi zusammen von Zauberkunstgarne. Und da habe ich mir einmal die Glamour Single in der Farbe Fleur de Coeur ausgesucht mit der Lovely Glow in der Farbe Pfirsichkuss, die Pailletten hat. Ihr braucht für das Tuch zwei Fingering-Garne, die gemustert sind, und eigentlich ein Mohair-Strang, der einfarbig ist. In dem Fall habe ich aber zwei, weil die Lovely Glow nur halb so viel Meter hat als wie normales Mohair, weil ja durch die Pailletten viel mehr Gewicht drauf ist. Aber ich finde es einfach, das gibt dem Tuch nochmal so einen gewissen Pfiff, und deswegen möchte ich es unbedingt so haben. Also habe ich von jeder zwei. Wer mitmachen möchte, ähm, der Nanakal geht vom 1.9. bis zum 30.10. und der Birds of a Feather Call geht vom 1.9. bis zum 15.10. Und dann habe ich mir gedacht, stricke ich noch ein weiteres Füchslein aus diesem Garn, was die liebe, also Bibis Dream Yarn mir, die Bianca mir geschickt hat und gestellt hat. Also das hat sie mir geschenkt. Das möchte ich ausprobieren und das würde ich gerne mit diesem Lavendelton von Drops verpaaren und kann mir da auch sehr gut ein Füchslein vorstellen. Also das ist auch der Job dieses Garns. Da freue ich mich auch drauf. Wie gesagt, Färbung von Bibis Dream Yarns, Etsy Shop ist unten verlinkt. Und zum Thema Kall möchte ich hier noch erwähnen, wenn ihr die letzte Folge von Nico Habt das Fein noch nicht geschaut habt, auch sie macht einen Kall. Sie startet den Kall für den, oh, wie heißt denn der? Dala-Sweater, glaube ich. Auf jeden Fall schaut bei ihr vorbei. Der fängt bei ihr am 15. September an. Ich habe die Anleitung schon, seit sie auf Ravelry zu kaufen gab. Und jedes Jahr schiebe ich wieder diesen Sweater, den ich aber eigentlich unbedingt haben will. Das heißt also, ich werde bei ihrem Kall mitmachen, weil ich endlich mal einen Grund habe, wirklich mit dem Sweater zu starten und den anzuschlagen. Also so viel zum Kall an dieser Stelle, und habe auch gehört, dass Marion einen starten wird, wohl im November, aber von Willow Knits. Keine Ahnung, was da das Thema sein wird, aber ihr habt hier einige tolle Calls, die in nächster Zeit stattfinden werden, und auch
wie heißt sie denn jetzt? Mandy strickt jeden Tag. Sie startet auch einen Call. Und zwar auch einen tollen Sweater. War das Caitlin Hunter? Schaut doch bei ihr vorbei, auch in der letzten aktuellen Folge. Ich weiß es, mit Namen bin ich ja sehr schlecht. Ich kann mich jetzt an den Namen nicht erinnern von dem Sweater. Auf jeden Fall weiß ich, dass das Design auch ein tolles war. Hätte ich jetzt nicht selbst so viel laufen, würde ich das auf jeden Fall auch stricken wollen. Also Mandy strickt jeden Tag, startet ebenfalls ein Kalt. Ein weiteres Garn mit Job ist die Drops Bell, und zwar in der Farbe 25. Und da möchte ich nochmal das Palm-Tee stricken von Lenit. Ich habe das Palm-Tee und wie heißt denn das andere? Das heißt, das habe ich nämlich auch hier. Das Peacock-Tee. Also beides kann es werden. Die habe ich aber schon mal gestrickt. Und wie gesagt, das möchte ich aus diesem Garn, das 1:1 ausgetauscht werden. Also die angegebene Line, Sandesgarn Line, kann mit der ausgetauscht werden, aber auch mit der Kremke Morning Salutation. Alle haben die gleiche Stärke und das ist der Job. Dieses Garn, Plötulopi von Lopi, habe ich mir gekauft. Und zwar möchte ich Wild Posy von Melody Hoffman daraus stricken. Ja, das möchte ich jetzt bestimmt schon das 4. Jahr. Es ist auch eine tolle Anleitung. Sie hat auch einen YouTube-Kanal. Wer unaufgeregte, ähm, ruhige Videos schauen möchte, also sollte auf jeden Fall bei Melody Hoffman vorbeischauen. Also mich hat, wie gesagt, dieser Pullover angesprochen. Das nächste Garn, was ich mir gekauft habe, ist von der lieben Catherine von Little Vicious Stitches. Und zwar habt ihr hier Merino Suri Sport 50-50. Das ist Lauflänge 300 Meter auf 100 Gramm. Und der Farbton ist Morteberry, das ist Industrial. Und da habt ihr Riverbend. Das soll zusammen ergeben ursprünglich eigentlich den Hesper-Schal. Der ist von Savoy Knitting. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall wollte ich den. Und fand den zu stricken schrecklich. Habe es wieder aufgeribbelt. Und jetzt wird es der Artus werden. Den finde ich viel cooler von der Natasja Hornby. Und lassen wir uns mal überraschen. Dann haben wir hier die Lino Mucka. Das hatte ich euch aber schon mal vorgestellt. Wollte ich eigentlich im Sommer anschlagen, habe ich immer noch nicht geschafft. Lino Mucka mit dem Mohair, wo ich nicht weiß, was es ist, habe ich geschenkt gekriegt von meiner Freundin. Und gleichzeitig auch die Anleitung dazu, denn sie hat das schon gestrickt. Und zwar ist das Esperanza. Habe ich euch in einer meiner Folgen schon vorgestellt. Wenn ich die Folge finde und dran denke, dann blende ich euch das hier oben ein. Da könnt ihr das nochmal anschauen. Das ist auf jeden Fall immer noch der Job von diesem Garn. Dann habe ich ganz tolles Garn zugeschickt bekommen, und zwar von Mandy von Meine Wolle, Deine Wolle. Und sie hat mir dieses Garn geschickt. Das ist Kuschelwolke, und zwar 68% Merino Ultrafein und 22% Seide und 10% Kaschmir. Sind 420 Meter auf 50 Gramm. Einmal diese Farbe. Und dann habe ich es schon gewickelt. Da habe ich dann auch noch diese Farbe von ihr geschickt bekommen. Das darf ich testen. Das ist kostenfrei gekommen. Und daraus möchte ich zusammen mit dieser Merino Seide, die hatte ich noch im Stash, da ist die liebe Marion schuld, und zwar den Dewdrops Scarf verstricken.
zeigt sie auch in ihrer aktuellen letzten Folge. Lisa Hannes heißt die Designerin. Sie hat einige tolle Tücher auf Ravelry, könnt ihr vorbeischauen, Kaufanleitung, aber Marion hat mich angesteckt und überzeugt. Dann dachte ich, okay, ich habe ja eine Schwester, ich brauche bestimmt zwei. Also Merino Seide, einmal die Kombi und die Kombi. Danke, Marion. Das nächste Garn aus meinem Stash ist die Sololine von Melange von Linea Pura Lana Grossa. In diesem Rosaton, der da wäre Pappnummer 106. Ich hatte auch diesen Grauton, und zwar soll das genau das gleiche werden. Aus dem Grauton habe ich eine Strickjacke gestrickt. Also eigentlich auch wie so ein Kimono. Finde ich immer ganz gut im Sommer. Ohne Knöpfe, ohne alles. Ist aus einer Anleitung aus dem Lana Grossa Heft. Habe ich jetzt nicht da, glaube ich. Da blende ich euch hier mal ein Bild ein. Wie gesagt, wird aus der Solo Lino gestrickt. Finde ich interessant, weil meine Solo Lino ist nicht die gleiche wie jetzt. Lana Grossa hat den Namen beibehalten, aber das Garn verändert. Machen Sie gerne entweder das gleiche Garn wieder auflegen und einen anderen Namen oder halt eben den Namen beibehalten und das Garn verändern. Egal wie, ich habe es aus meiner Sololino gestrickt, habe noch so viel da. Soll also die gleiche Kimono-Jacke werden. Finden sowohl meine Schwester als auch ich ganz gut, gerade in den warmen, an den warmen Tagen zum Überwerfen, drüber werfen und in der Maschine einfach mal eben schnell gewaschen. Ich meine, es war auch dieses Jahr in einem der Burda-Strickhefte drin. Da hätte ich es auch gesehen. Da haben sie auch nochmal diese Anleitung aufgelegt. Also wer von euch Burda stricken hat, Nummer 1 oder Nummer 2 in diesem Jahr, meine ich, war die Strickjacke auch mit aufgeführt. Ja, und dann kommen wir mal zu Strickjobs, die ganz dringend sind und waren. Und zwar hatte ich mir dieses Buch gekauft, 52 Weeks of Shawls. Das ist die englische Variante, also wie gesagt von Leine. Ihr habt mittlerweile aber auch die deutsche Variante, die ist, glaube ich, vom Fresh Verlag. Meins habe ich, wie gesagt, bei Leine bestellt gehabt. Ich wollte unbedingt diesen Schal stricken. Den fand ich so toll und habe mir dann aus Wolle bestellt, und zwar die Single Merino. Die fand ich klasse. Habe mir diese Farben hier rausgesucht. Ich habe mir diese Farben ausgesucht, also einmal Karamell, Flamingo und das dürfte, was dürften das sein? Anthrazit oder was? Fehlt mir das Label. Das weiß ich jetzt leider nicht. Aber das sollte es werden. Und ich habe schon zweimal angeschlagen, es hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Also irgendwie hänge ich schon gleich zu Anfang. Ich glaube, zweite oder dritte Reihe. Ihr seht, ich bin noch nicht weit gekommen. Ich muss mir jetzt noch mal bei meiner Freundin ins Buch, da muss ich noch mal reinschauen. Die hat die deutsche Übersetzung, ob ich da was missverstehe. Wenn nicht, dann wird das hier was anderes werden. Vielleicht, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall auch ein Tuch. Denn die Single Merino finde ich sehr gut als Tuch. Fühlt sich die super an. Die flufft nach dem Waschen auf. Sie fusselt zwar gerne oder pillt gerne, aber ich habe so das Gefühl, nach dem ersten Waschen kann man das gut abheben und dann ist es einfach weg. Und ja, also für mich nicht tragisch. Das zweite Projekt ist ebenfalls aus diesem Buch und das soll dieses Tuch werden. Ruf. Ähm, ja, ist ganz, ganz toll. Ein Dreieckstuch. Und die Farben hierfür
sind fast identisch. Soll auch so ein Taub werden und ein Schwarz. Die Firma ist Geilsk, sagt mir jetzt nichts. Habe ich geschenkt bekommen. Das ist ich glaube, das ist auch eine Baumwollmischung. Ja, es ist 55% Wolle und 45% Baumwolle, Australien und Türkei. Also ganz tolle Farbe, müsste halt auch mal angeschlagen werden. Und dann habe ich mir diese Anleitung Stairway, und zwar ist die von unserer deutschen Susanne Sommer, habe ich mir beziehungsweise dann im Nachhinein nochmal die Anleitung auf Ravelry, ich glaube so war es, oder umgekehrt, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, und hatte mir dazu auch die Wolle schon bestellt, weil im Kopf fand ich die Kombination, habe ich mir super vorgestellt. Ich dachte mir, dieses Violett zusammen mit diesem Gelb, weil da nämlich auch das Violett mit drin ist als Sprenkel. Beide Garne sind von Schwedenrot. Farbe Ipai habe ich ja schon als Angel Tea jetzt verstrickt, weil ich dann nämlich die Kombination nicht mehr so toll fand. Also irgendwie hat es mich dann nicht gepackt. Der Gelbton von dem Gelb war nicht so meins und dann war ich mir nicht so sicher. Ja, keine Ahnung. Und jetzt habe ich die Wolle noch da. Es ist auch Sockenwolle. Jetzt würde ich wahrscheinlich das nicht mehr unbedingt verstricken. Das ist eine High Twist. Ich weiß nicht genau, was ich mitmache. Will ich wirklich Socken draus stricken? Muss ich noch sehen. Das sind 2 Stränge. Da habe ich jetzt keinen Job dafür. Also wenn ihr Vorschläge habt, macht gerne welche. Und dieses Garn hier, das ist die Setasuri von Lana Grossa. Ihr seht in verschiedenen Farben. Hatte ich mir auch ganz brennend heiß für den Pete Sweater bestellt, beziehungsweise hier vor Ort gekauft. Habe bei der Katie Jacks den Pullover gesehen und fand das so toll und wollte den unbedingt stricken. Wie gesagt, habe mir die Wolle geholt, wollte dann von Holst Coast die passenden Garne dazu verwenden, weil es wird doppelfädig verstrickt und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas hat mich dann zurückgehalten, habe es dann nicht so gefühlt, obwohl ich eigentlich extra den Sweater auffällig und knallig haben wollte, hat mich irgendwas an den Farbtönen gestört. Also manchmal ist es so, dass halt eben auch die Beleuchtung im Geschäft eine andere Farbe hervorgaukelt als wie dann eben zu Hause. Und ich glaube, da war ich nicht so überzeugt. Als ich es dann zu Hause hatte, war ich mir nicht mehr so sicher. Und jetzt weiß ich auch nicht, ob ich wie heißt jetzt nochmal, den Pete Sweater daraus stricken wollen würde. Schade. Ja, last but not least, wir haben hier noch eine Packung mit Garn, für das ich eigentlich einen Job habe oder hatte. Und zwar hatte ich mir die Merino-Seide in Lapislazuli bei Wool Forest gekauft. Schon letztes Jahr, habe auch schon die Maschenprobe dazu gemacht und habe mir die Kremke Stellaris auch dazu bestellt. Die ist jetzt in der Maschenprobe nicht drin. Das ist auch unrelevant, weil das die Maschenprobe nicht verändert. Angedacht war, dass ich das Minimock Neck Top von der Jessie Made Designs stricke. Das habe ich schon 3-mal gestrickt. Einmal sogar in der Farbe für meine jüngere Nichte. Wollte das dann nochmal für mich stricken. Aber jetzt glaube ich, mache ich daraus das Angel Tea
von der lieben Marie, weil mir das einfach so gut gefallen hat. Diesmal werde ich eine Nummer kleiner gehen. Ich denke, dass das ganz gut mit der Merino-Seide passen wird und habe mir nämlich das so gedacht, dass ich nämlich, da kommt nämlich jetzt schon wieder ein zweites Garn mit Job, ähm, dass ich deswegen den, wie heißt denn der, Carla Cardigan, genau den wollte ich nämlich machen von der Ann Wenzel aus diesem Blown Yarn. Das ist ebenfalls von Wool and Forest, beziehungsweise das gibt es nicht mehr. Das hat sie aus dem Programm rausgenommen. Also aus diesen beiden Farben, Lapis Lazuli und ich meine, das war Gold, soll nämlich dann dieser, wie habe ich gesagt, heißt der Carla Cardigan werden. Da habe ich auch schon die Maschenprobe dazu und das fühlt sich toll an und dachte mir zu dieser Strickjacke eben so ein Seidentop oder Shirt drunter. Das wird wunderbar aussehen. Ähm, Warum ist das nicht verstrickt? Ich wollte das im Rahmen meines Anwenzelkals letztes Jahr schon stricken, habe dann aber einen anderen Cardigan gestrickt währenddessen, den ich dann aber auch aufgegeben habe. Und da habe ich dann die Priorität eben auch zurückgestellt, weil Alex das Garn aus dem Programm genommen hat und eine ähm, Bewerbung des Garns dann hinfällig war, weil wenn ihr es nicht kaufen könnt, dann war das halt eben nicht so wichtig. Trotz allem ist das ein ganz wunderbares Garn. Ich bin froh, dass ich es in den Cardigan noch verstricken kann. Das werde ich jetzt auch hoffentlich in den nächsten Wochen dann angehen und im nächsten Video, denn ich glaube, wir sind jetzt hier schon am Ende, was ja schon, Gott sei Dank am Ende. Im nächsten Video werde ich euch jetzt zeitnah auf jeden Fall ähm, meine Herbststrickpläne erklären und erzählen. Und da werde ich auf das Thema Farben eingehen, weil das jetzt einfach zu viel für dieses Video ist. Also auch jetzt hoffe ich beim Schneiden, dass es denn doch nicht so lang wird, wie ich es jetzt gerade fühle. Seht es mir nach, wenn diese Folge wieder etwas holprig war. Ich merke gerade nach einer gewissen ähm, Urlaubspause und Phase fremdelt man und irgendwie fühlt sich das dann alles wieder so neu an. Aber ja, ich bin froh, dass wir die Garne mit Jobs jetzt durchhaben, beziehungsweise ein, zwei Garne haben ihre Jobs verloren. Solltet ihr Vorschläge haben, gerne her mit. Zum Thema Ribbeln, das letzte Mal habe ich auch einen Kommentar bekommen oder ein, zwei. Es wäre doch nicht so schwer, von unten die Teile aufzuschneiden und zu ribbeln, beziehungsweise dann in die entgegengesetzte Richtung wieder weiter zu stricken. Ja, ich weiß, wie das geht, damit habe ich kein Problem. Aber wenn ich ein Strickteil nicht mehr fühle, dann ist die Mühe umsonst. Also dann werde ich das dann trotzdem nicht anziehen, denn oft ist dann schon, das ist schon eine Kopfsache, da habe ich es schon abgeschlossen und deswegen wird auf jeden Fall dieses Top aus der letzten Folge geribbelt und das Garn neu verwendet. Vielen Dank aber für eure Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar, das ihr unten setzt. Ich freue mich auch über Daumen hoch, über ein Abo sowieso. Alles das macht, dass dieser Algorithmus mich weiterempfiehlt bzw. weiterteilt. Hypen könnt ihr jetzt neuerdings auch, nachdem ihr kommentiert habt. Ähm, so erhöht ihr die Sichtbarkeit von den Videos und den Kanälen. Und ansonsten, ihr findet mich auf jeden Fall auf Instagram und auf Kofi, PayPal, was gibt es noch, TikTok unter Nanas Knits and Threads und auf Ravelry unter Knits and Threads. Und da könnt ihr gerne mich als Freund hinzufügen und ich folge euch zurück. Und dann können wir nämlich gemeinsam immer sehen, was denn für neue Anleitungen uns gegenseitig interessieren und so weiter und so fort. Also macht das gerne und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja,
ich wünsche euch auf jeden Fall strickige Zeit und schöne Zeit und freue mich darauf, euch bald wiederzusehen und dann über auch kommende Lives mit euch zu reden, denn da habe ich es geschafft, viele neue spannende Gesichter zu überreden, doch mit mir vor die Kamera zu kommen. Ja, also in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.